Oh nein, die Artikel auf Deutsch, der, das, die. Hallo und willkommen bei Mel's German Place. Ich bin Melanie. Das Artikellernen ist wirklich viel Arbeit. Aber du bist hier, weil du wissen möchtest, wie du Substantive und Artikel besser lernen kannst. Also hier sind deine 10 Tipps und das Abonnieren nicht vergessen. Tipp 1. A wie Alkohol. Alkoholiker auf Deutsch sind immer Maskulinum. Wir sagen der Whisky, der Gin, der Rum. Aber Achtung, das Bier. Tipp 2. A wie Automarken. Wir sagen, es ist der Audi, der Mercedes, der Fiat, der Ferrari. Die Automarken sind Maskulinum. Tipp 3. B wie biologisch maskulin. Biologisch maskulin heißt, ist eine Person oder ein Tier maskulin, ist automatisch auch der Artikel maskulin. Wir sagen, es ist der Bruder, der Vater, der Onkel oder der Tiger und der Löwe. Und auch Berufe funktionieren so. Wir sagen, es ist der Ingenieur und der Elektriker ist die Person Maskulinum. Tipp 4. J wie Jahreszeiten. Wir sagen, es ist der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Tipp 5. H wie Himmelsrichtungen. Himmelsrichtungen, wir sagen, es ist der Norden, der Süden, der Osten und der Westen. Alles maskulin. Tipp 6. Auch die Monate sind maskulin. Wir sagen, es ist der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember. Alles maskulin. Tipp 7. S wie Substantive mit Suffix. Ein Suffix ist eine Termination, eine Endung am Substantiv. Und das Suffix sagt, ich will maskulin. Aber die Liste ist ziemlich lang. Aber hier machen wir einige Beispiele. Also, es gibt das Suffix ant, wie Praktikant. Oder das Suffix ent, zum Beispiel der Dirigent. Das Suffix ik für der Honig. Das Suffix ich für der Pfirsich und der Teppich. Und das Suffix ling für der Schmetterling oder der Zwilling. Das Suffix or für der Motor oder der Reaktor. Und das Suffix us wie der Rhythmus oder der Optimismus. Am Ende sage ich dir, wo du die komplette Liste finden kannst und da habe ich auch noch einen Extra-Tipp für dich. Tipp 8. T wie Tageszeiten. Wir haben die Tageszeiten, der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend, aber Achtung, wir sagen, es ist die Nacht. Tipp 9. W wie Wetterphänomene. Wetterphänomene sind zum Beispiel
alle Sachen, die vom Himmel fallen. Das ist zum Beispiel der Regen oder der Schnee und auch der Hagel. Und Thema Wind. Es ist generell der Wind, der Sturm, der Hurrikan, der Tornado. Und wir sagen auch, es ist der Nebel. So, wir sind schon bei Tipp 10, aber nicht vergessen, ich habe noch einen Extra-Tipp für dich und die Information für die Liste mit den Suffixen. Tipp 10. W wie Wochentage. Wir sagen, es ist der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und der Sonntag. Auch alles maskulin. So, ich hoffe, ich konnte dir mit den Tipps ein bisschen helfen und das Artikellernen ist jetzt ein bisschen leichter. Ich mache noch ein Video für den Artikel die und auch für den Artikel das. Also nicht vergessen, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du keine Informationen. Und jetzt habe ich noch einen Extra-Tipp für dich. Extra-Tipp. Die Substantive auf Deutsch sind oft Komposita. Das heißt, wir kombinieren 2 oder 3 oder 4 Substantive miteinander und dann haben wir ein neues Substantiv. Und hier gibt es einen Trick. Vielleicht kennst du das Substantiv der Saft. Und du kennst vielleicht das Wort der Apfelsaft. So, hier ist es noch nicht kompliziert. Es ist einmal der Apfel und der Saft und dann sagen wir, es ist der Apfelsaft. So, aber wir haben jetzt zum Beispiel die Ananas und der Saft. Auch hier sagen wir jetzt, es ist der Ananassaft. Ananas ist Femininum, aber das interessiert nicht. Saft ist das Substantiv am Ende und das sagt, wie ist der Artikel für das Komposita. Also alle Wörter am Ende mit Saft sind dann automatisch maskulin. Das heißt, ich sage, der Orangensaft, der Tomatensaft, der Pfirsichsaft, der Ananassaft, der Aprikosensaft, der Kirschsaft, der Bananensaft, alles automatisch maskulin. Und du hast nur ein Substantiv gelernt, das ist der Saft. Ist doch super, oder? Die Liste für die Suffixe findest du bei mir auf Instagram Mel's German Place. Da findest du einmal Suffixe für die Substantive im Maskulinum und du kannst dort auch ein Quiz machen, um das weiter zu üben. Also, ich hoffe, du hast Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.